Hey Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem eher unschönen News-Video dieses Mal. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, dieses Wochenende seit Freitag, um genau zu sein, also Freitag, dem 12. Mai 2017, falls ihr das Video etwas später guckt, ist ein neuer Virus, eine neue Ransomware im Umlauf, und zwar die sogenannte Ransomware WannaCry. So, und ich möchte euch heute mal ein bisschen mehr darüber erzählen, als ihr vielleicht aus den Medien so mitbekommt. Ihr bekommt vielleicht mit, ja, es werden Krankenhäuser befallen, aber ihr kennt mich ja, ich bin eher so der IT-Sicherheitsexperte. Ich will wissen, warum das jetzt auf einmal möglich ist, und will natürlich auch meine Meinung und meinen Senf dazu geben, dass ich es absolut scheiße finde von denjenigen, die dafür verantwortlich sind. Nicht nur von den Machern von dem Virus, sondern auch von ein paar anderen Leuten. Und zwar diesem wunderbaren Tool hier oder wunderbaren GitHub-Repo sind wir sozusagen zum Opfer gefallen. Nicht unbedingt, aber okay. Der Link dieses Mal in der Beschreibung, wenn ich dran denke, wenn ich nicht dran denke, sagt mir bitte, dann packe ich den noch rein. Und zwar, was ist das? Das ist, ja, das sind einige Hacking-Tools oder besser gesagt Exploits, die von der NSA gehortet wurden, und diese Tools sind, ja, die haben sozusagen haufenweise Schwachstellen auf irgendwelchen Systemen, wie eben zum Beispiel Windows, ausgenutzt, um da reinzukommen. Das Problem daran war, dass die NSA die nicht an Microsoft weitergegeben hat, zum Beispiel. Also es gibt mehrere Schwachstellen, zum Beispiel auch Android hat, glaube ich, was gehabt, Linux hatte was und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall haben die von der NSA die Schwachstellen nicht weitergegeben, die ihr hier auf dem GitHub findet, sondern sie haben sie für sich behalten, um euch weiterhin irgendwie im Auge behalten zu können, falls ihr irgendwelche illegalen Sachen macht, Drogen oder was weiß ich was, vielleicht auch ein bisschen Terror. Und ja, deswegen haben sie die Dinger nicht weitergegeben. Jetzt ist es ja, naja, bestreitbar. Auf jeden Fall war die NSA so intelligent, sich hacken zu lassen. Und zwar von einer Gruppe, die nennt sich Shadow Brokers. So, und die Shadow Brokers haben das erste Mal, als sie diese ganzen Tools zum Verkauf angeboten haben, nicht wirklich irgendwie Begeisterung gefunden. Weil ja, irgendwie möchte niemand wirklich was dafür bezahlen, eventuell Tools von der NSA zu bekommen. Dann haben sie gesagt, ihr könnt uns alle mal und wir veröffentlichen die Tools jetzt auf GitHub, und das ist genau dieses wunderbare Repository hier, was wir hier finden. Das sind die ganzen NSA-Tools, und durch diese Hackergruppe sind die jetzt öffentlich geworden. Und ja, die ganzen Systeme wurden leider nicht schnell genug gepatcht. Also zum Beispiel Windows hat oder Microsoft hat nicht schnell genug einen Patch rausgebracht, um diese Schwachstellen, die hier quasi ausgenutzt werden, zu beseitigen. Achtung, das hier ist nicht der Code von WannaCry und sowas, also ich habe den auch nicht, keine Sorge, ich habe bloß dieses Repository, und ihr seht auch, wie oft das hier oben schon gestartet wurde oder geforkt sogar. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier sozusagen Open Source Exploits gefunden, und die wurden nicht schnell genug gepatcht, und was jetzt passiert ist, statt dass eben einige gute Leute hier Fixes dafür rausbringen, nein, ein paar böse Leute haben eine Ransomware dafür geschrieben, die eben genau diese Exploits ausnutzt. Das heißt, wenn ihr diese Ransomware habt ihr ein Problem, weil die eben genau diese Schwachstelle in Windows-Rechnern ausnützt und sich dadurch eben weiter verbreiten kann wie ein Wurm. Das heißt, wenn euer PC an ist, dann kann die Ransomware sich einfach von eurem PC auf andere PCs übertragen. Also es ist quasi sehr, sehr schwer, da irgendwie was dagegen zu machen. Und ja, das ist jetzt natürlich relativ schlecht, weil wir haben mittlerweile, ich habe keine Ahnung, 80 bis, nee, mehr. Es waren auf jeden Fall mehrere Krankenhäuser, die betroffen waren, was natürlich echt arschig ist. Dabei gehen Patientenakten und alles weitere drauf. Also was eine Ransomware im Endeffekt macht, ist, sie verschlüsselt eure komplette Festplatte. Was bedeutet, sie verschlüsselt eure Festplatte? Das bedeutet, falls ihr meine Kryptographie-Videos vielleicht nicht ganz so aufmerksam verfolgt habt, ihr habt danach einfach nur noch Wurst bei euch auf der Festplatte und könnt selber nicht mehr auf eure Daten drauf zugreifen. Es reicht gerade noch so aus, dass euer Betriebssystem sich hochfährt, und danach lässt sich leider nichts mehr machen, außer ihr seht dann ein kleines Fenster, an welche Adresse ihr denn jetzt mit Bitcoin etwas bezahlen müsst. Und das ist das Lösegeld, was die Leute von der Ransomware, also die Ransomware geschrieben haben, verlangen. Und wenn ihr das bezahlt, dann kann es sein, dass ihr einen Schlüssel für eure Daten bekommt, und dann ist wieder alles gut. Aber wenn ihr natürlich nochmal infiziert werdet mit dem Virus, dann könnt ihr gerade nochmal bezahlen. Also, und es ist auch nicht gesagt, dass ihr da irgendwas bekommt am Ende. Es ist quasi wie bei einer Lösegeldübergabe. Man weiß nicht wirklich, ob man jetzt da wirklich was dafür bekommt. Das hier ist übrigens nicht der Passphrase, den ihr dafür benutzen könnt. Das ist einfach nur der Passphrase für diese teilweise noch verschlüsselten
Archive von dem. Also nicht, dass ihr jetzt hier auf dumme Gedanken kommt. Das hat eigentlich relativ wenig mit der Ransomware WannaCry zu tun. Da findet ihr bloß den Exploit, der benutzt wurde. Deswegen habe ich das da offen. Ja, was jetzt alles passiert ist, ist eben, Windows hat gestern, beziehungsweise vorgestern, glaube ich sogar, einen Patch rausgebracht. Das heißt, das Erste, was ihr heute tun solltet, wenn ihr irgendwie einen Rechner hochfahrt, der Windows benutzt, dann solltet ihr als allererstes Updates installieren. Das ist so unglaublich wichtig heute, weil viele werden wahrscheinlich auf die Arbeit gehen und dann wird sich da irgendwie der Virus wieder weiter verteilen und so weiter und so fort, weil die ganzen PCs, die laufen ja überhaupt nicht am Wochenende. Und trotzdem, dass diese ganzen PCs am Wochenende nicht laufen, sind mehrere 10.000 Rechner lahmgelegt worden. Vor allem in England momentan, aber er breitet sich eigentlich relativ global aus, also ziemlich gleich verteilt irgendwie. Angefangen hat, wie gesagt, alles in England und mit ein paar Krankenhäusern. Mittlerweile sind wir bei der Deutschen Bahn angekommen. Ich habe von der Universität gelesen, die betroffen war, also haufenweise Sachen sind betroffen. Spanien hat auch irgendwas gehabt, also wahnsinnig weit verbreitet und ja, normalerweise soll man 300 US-Dollar per Bitcoin bezahlen, aber wie gesagt, es ist natürlich nicht sicher, ob man da jetzt irgendwas wieder zurückbekommt am Ende, also dass man auch wirklich seine Daten wieder hat. Kann man diese Daten nicht irgendwie zurückhacken? Fragen jetzt vielleicht der eine oder andere. Wenn ihr meine Kryptographie-Videos euch angucken wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, nein, das wird leider nicht möglich sein, denn ihr habt genauso hohe Wahrscheinlichkeit, meine Daten, also sagen wir mal, ich habe ein Foto von mir, und das wird verschlüsselt, dann habt ihr genau dieselbe Wahrscheinlichkeit, irgendein zufälliges Foto wieder rauszubekommen, ist dieselbe Wahrscheinlichkeit wie das Foto, was wir eben verschlüsselt haben am Anfang. Das heißt, wir haben für alles dieselbe Wahrscheinlichkeit und da dann wirklich am Ende das richtige Foto wieder rauszubekommen, ist quasi unmöglich, weil es gibt sehr viele verschiedene Fotos, sprich, ihr könntet auch alle anderen Fotos mal zwischendrin generieren. Also es gibt mehrere Milliarden Fotos, die ja da möglich wären und ja, da das Richtige wieder rauszubekommen und das für jedes Foto auf meiner Festplatte, das wäre natürlich dann quasi unmöglich. Was vielleicht auch noch recht witzig ist, also es gibt nicht nur Windows-PCs, die betroffen sind, Achtung, nicht, dass ihr da was falsch versteht, sondern es gibt haufenweise Windows 7, ist glaube ich die meiste Anzahl an betroffenen PCs, aber Achtung, es gibt auch Windows 10, Windows 8 und sogar Windows XP und sogar für Windows XP ist jetzt noch ein Patch rausgekommen, obwohl ja laut Microsoft schon lange keine Patches mehr für Windows XP rausgekommen sind. Dieses Sicherheitsupdate ist sogar für Windows XP rausgekommen. Auch macOS ist betroffen, Linux ist betroffen und es gibt sogar noch ein paar andere interessante Betriebssysteme, die betroffen sind. Also wirklich sozusagen überall lauffähig, das Ding, eben weil dieser NSA-Exploit hier so mächtig ist. Es wird momentan geschätzt, dass der Schaden bei so circa 220.000 Euro liegt. Also der Schaden, das heißt die Daten, die verloren gegangen sind, Patientenakten und so weiter und so fort, kann man natürlich alle wieder beschaffen, kostet aber viel Zeit und Zeit ist Geld, wie wir bereits wissen. Also riesiger Schaden, aber das Lösegeld ist mittlerweile oder momentan noch nicht wirklich hoch. Man kann ja verfolgen, wie viele Zahlungen eingegangen sind auf das Bitcoin-Konto. Das sind so ungefähr 30.000 Euro Zahlungen. Man weiß es natürlich nicht genau, man weiß nur die Anzahl an Zahlungen, man weiß auch nicht die Höhe. Und ja, also wie gesagt, der Schaden deutlich höher als das, was tatsächlich bei rumgekommen ist. Für die Erpresser, möchte ich jetzt mal gerade so sagen. Aber das kann sich natürlich noch ändern und wie gesagt, man vermutet, dass heute sehr, sehr viel mehr infiziert wird. Das heißt, bitte, bitte patcht eure Systeme ganz, ganz dringend. Also nicht, dass irgendwie ja, jetzt heute extrem viel passiert noch. Und was ihr auch dringend nicht machen dürft, ist irgendwelche Abschalt-URLs oder irgendwelche Decrypter oder sowas runterladen. Die machen gerade alles nochmal schlimmer. Das sind nämlich gerade nochmal Viren. Man kann nichts decrypten, wenn man das Passwort nicht hat. Und das Passwort bekommt ihr wahrscheinlich nicht einfach so. Es wird auch kein einziges Passwort, also sagen wir mal, ihr habt 2 Rechner, die verschlüsselt sind, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Passwort von dem einen Rechner dasselbe Passwort von dem anderen Rechner ist. Also man geht davon aus, dass die Leute, die die Ransomware geschrieben haben, es ziemlich drauf hatten und ja, in dem Sinne ist dann natürlich auch keine schwache Verschlüsselung oder sowas benutzt worden. Also es gab auch schon Ransomwares, die wurden total easy geknackt. Man vermutet, dass hier echte Profis am Werk sind. So, das war's mit den Fakten. Jetzt möchte ich noch meine eigene Meinung ein bisschen zum Besten geben. Es ist nur eine Meinung, ja, also nicht hier irgendwie downvoten. Deswegen, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Können wir auch sehr gerne drüber diskutieren. Ihr wisst, ich antworte eigentlich auch immer auf alle Kommentare, wenn ich es irgendwie in meiner Zeit vereinbaren kann.
Und ja, jetzt kurz meine Meinung dazu. Also meine Meinung ist, die NSA sollte ganz, ganz dringend oder generell jeder staatliche Exploit oder alle Leute, die Exploits finden, aber vor allem bitte jetzt auch endlich mal die NSA, es wird so langsam wirklich dringend, die sollten die an die Entwickler weitergeben, damit die Schwachstellen gepatcht werden können, nicht damit noch im Hinterfeld irgendwelche Leute exploited werden können, nur damit irgendwelche vielleicht Terroranschläge dann verhindert werden können, auch wenn sie eigentlich über das PlayStation Network kommunizieren, aber das ist ja völlig egal, ne? Gut, also das mal als allererstes. Als zweites, auch nur eine kurze Meinung, wie gesagt, ich habe eigentlich meine Meinung schon recht deutlich gemacht, aber egal, ich finde es furchtbar, dass man solche Exploits so ausnutzen muss, es lohnt sich wirklich nicht, die Strafverfolgung ist hoffentlich viel härter und sie kriegen die Leute auf jeden Fall, das BKA ermittelt mittlerweile gegen die Leute und ich glaube, von überall her kommen auch noch, also wahrscheinlich ermittelt auch schon das FBI oder sowas und ihr wisst ja, die haben die Exploits geschrieben, die werden schon rausfinden, wo die Leute sind, also ja, es ist zweifelhaft, ob da irgendwie ein großer Erfolg dabei ist. Warum kann man nicht einfach, wenn man schon so gut ist im Coden und wirklich so gut ist, dass man solche Exploits verwenden kann, warum kann man sich da nicht einfach mit ehrlicher Arbeit das Geld verdienen? Leute, mal ganz ehrlich, geht viel einfacher. Wirklich. Okay. Das ist von mir die Meinung ein bisschen gewesen und ja, ihr solltet wie gesagt als allererstes mal heute patchen, damit ihr diese Exploit bzw. diese Schwachstellen nicht mehr bei euch im System drin habt, vor allem auch auf der Arbeit oder wo ihr auch immer gerade seid. Gebt entweder dieses Video an eure Leute weiter, an eure Verwandten, die vielleicht mit PCs nicht unbedingt so nahe stehen oder schickt ihnen das Video oder sagt es ihnen einfach auch nur, dass sie dringend patchen müssen. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, bei euch ist alles klar. Wenn jemand schon irgendwie Erfahrung mit dem Virus gesammelt hat, dann wäre das natürlich auch super interessant, das mal zu wissen, was da so alles passiert ist und was ihr dann gemacht habt. Und ja, schreibt mir das Ganze in die Kommentare. Ist wahrscheinlich auch sehr interessant für alle anderen, die da noch lesen. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.